Wow, okay. Einiges falsch gemacht. Wow, alles sogar, ne? Hi. Hey. Geht's dir gut? Noch nicht, mal gucken. Max, bist du jemand, würdest du dich als eventuell spiritueller Mensch bezeichnen? Nee. Die heutige Frage wird sein, du musst erraten können, wer in diesem Raum nicht nur einfach konvertiert ist, sondern wer in diesem Raum zum Islam konvertiert ist. Zum Islam konvertiert ist, okay. Ich? Ach, konvertiert. Okay. Ja, das ist schwierig. Ja, geil. Schwierig. Hi. Na, Bent. Tagchen. Hey. Ja, ich bin heute euer Prüfer. Was meinst du, wie wirst du dich schlagen? Ziemlich scheiße, aber ist in Ordnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich da gut schlägt, außer er hat Glück. So, dein erster Eindruck, wenn du jetzt raten müsstest, einfach eine Zahl, noch nicht unbedingt sagen wer, aber wenn du jetzt raten müsstest, wer von denen ist konvertiert? Die Hälfte. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Hälfte, würde ich jetzt rein so vermuten. Ich würde tatsächlich die Zahl recht gering halten mit 2, 3. Hi. Hey. Hallo. Alles klar. Alles klar bei dir? Wie fängt man da an? Hast du eine Idee? Nee, ich überlasse das ganz dir. Ja, das war klar. Ja. Kennst du die Kreuzzüge? Ja, oder? Kreuzzüge? Die christlichen, ja. Wenn du an die zurückdenkst, verspürst du einen Zorn? Wo kommst denn du her? Aus Ghana. Ah, interessant. Ich meinte jetzt gerade wirklich Ach wo so. aus Berlin. Aber nice. Ich komme auch nicht So aus funktioniert es Berlin. auch. Nee, du kommst nicht aus Berlin? Nee. Woher kommst du? Frankfurt. Aus Frankfurt. Ja. Okay, ja, Ghana ist schwierig. Ich habe Freunde aus Ghana, die sind eigentlich auch christlich stark. Aber ich denke, du bist nicht konvertiert. Und bin... Muslimisch Ja? vielleicht? Okay. Ja. Hallo. Hallo. Also ich würde sagen, arabisches Aussehen, das verbinde ich direkt dann mit Islam, weil ich so oberflächlich gestrickt bin. Meine Fragen. Wenn du an die Kreuzzüge Wo kommst du her? Ursprünglich aus dem Iran. Aus dem Iran, ja. wenn du seitdem hier bist, hast du dann noch eine, würdest du sagen, feste Bindung zum Iran oder Ja, über die Eltern? Da ist einfach noch sehr viel Familie. Also die meisten sind Die da. besuchst du auch oft. Ja. Aber ich denke tatsächlich, dass du nicht konvertiert bist. Ich würde jetzt einfach ganz plump sagen, daher, dass sie aus dem Iran kommt ursprünglich und da auch noch eine gewisse Bindung herrscht, über Eltern und Familie, würde ich sagen, du bist nicht konvertiert, sondern schon länger beim Islam. Was denkst du? Ich denke ja. Weil? Man kennt sich. Hi. Südländischer, arabischer Look, also Herkunft. Hast du gesagt? Habe ich gesagt, genau. Mein erster Gedanke war, dass du nicht zum Islam konvertiert bist. Kann ich sehr schwer sagen. War einfach so ein Gefühl. Deine Freunde, die du hast, sind die größtenteils auch deutscher Herkunft oder kunterbunt? Was würdest du tendenziell sagen? Kunterbunt gemischt. Kunterbunt gemischt. Sind da viele dabei, die auch dem Islam zugehören? Ja. Hallo. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie zum Islam konvertiert ist, weil ihr wollt mich linken und das ist Ich versuche gerade so manches auf mich zu übertragen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand das bei mir rauskriegen würde. Dass Bei ich, dem Shirt schon. Hä? Bei dem Shirt schon. Bei dem Shirt schon? Wirklich? Weil da ein Teppich drauf ist? Bist du verheiratet? Ja. Dein Mann kommt ja auch aus Deutschland. Der, ja, ist Deutscher. Da ist sehr viel Nachdenken dabei. Ich glaube, ich bin auf einer heißen Spur. Gibt es denn Momente in deinem Leben, wo du denkst, da war jetzt eine höhere Macht am Werk? Ich denke schon eigentlich. Ich denke, jeden Tag, den man gut übersteht, hat Glück, Schicksal, hat irgendwie einen Mix aus allem. Ich denke, dass du gläubig bist, aber nicht unbedingt islamisch geprägt bist. Ich könnte mir halt das jetzt schon sehr gut stricken, dass hier in Deutschland bist Deutsche, hast einen Mann kennengelernt, der hat ein bisschen islamischen Kontakt da so und dann dachtest du dir, hey, das ist jetzt auch in meinem Alltag drin, ging mir ähnlich bei vegetarischer Ernährung und mich damit auseinandergesetzt und genau so könntest du dich
mit dem Thema Islam mehr und mehr auseinandergesetzt haben und dir dann vielleicht gedacht haben, hey, ist eine coole Truppe eigentlich, ja? Da will ich auch hin. Ist man immer so beeinflussbar? Klar, Menschen um einen herum beeinflussen einen immer. Ja, das eine ist Essen und das andere ist eine Weltanschauung. Ja, aber beides, naja, aber das Essen, oh jetzt wird's deep. Ich meine, Ernährung, ja, oder vegetarische Ernährung, da gibt es viele Menschen, die das aus moralischen Ansätzen rausmachen. Ne? Also ich würde das jetzt nicht so krass anders sehen. Hallo. Der erste deutlich asiatisch aussehende Kandidat in dieser Runde. Okay. Und wie lange bist du in Berlin schon? Hier aufgewachsen oder? Durch und durch Berliner. Durch und durch Berliner. Welcher Bezirk? Wedding. Mal drüber nachgedacht, nach Spandau zu ziehen? Was machst du denn freitags so? Das ist ein Wochentag, da wird gearbeitet. Ja, deine Eltern. Ja, habe ich. Hast du, super, finde ich gut. Kommen die auch ursprünglich aus Deutschland? Mama aus Südkorea, Und Papa? nicht aus Deutschland. Also ich denke nicht, dass du konvertiert bist, aber dass auch so ein gewisser spiritueller Aspekt mitspielt. Aber ich kann es gar nicht einschätzen bei dir. Mein Bauchgefühl sagt mir, du bist nicht konvertiert zum Islam. Okay. Hallo. Hallo. Hi. Das finde ich sehr schwierig, weil die Hälfte meiner, also so vom rein Äußerlichen, wenn man es jetzt beurteilt, ne, wenn man dich auf der Straße sieht, würde man vielleicht denken, ja okay, komm, heller Hauttyp, Kopftuch konvertiert. Meine Mama sieht aber so aus wie du, also und ist, nicht, und ist türkischstämmig. Wohnst du in Spandau? Ich wohne in Spandau, ja, aber ich stelle hier die Fragen. Ich bin aber eine Ex-Spandauer. Echt? Ja. Geil. Nice, wo wohnst du da? Nee, Ex-Spandauer. Ex! Ja. Erste Einschätzung ist ja. Du hast irgendwie für mich so osteuropäische oder vorderasiatische Gesichtszüge. Wohnst du allein oder mit der Familie? Ich wohne mit meinem Mann und meinen 8 Kindern zusammen. Wow. Weißt du noch, mit wie vielen Jahren du deine erste Sure auswendig gelernt hast? Nee, nicht mehr so genau. Ja. Sehr schwer. Naja, man kann überrascht werden. Ich sag jetzt einfach nein. Hi. Hallo. Ähnlicher Kandidat wie Nummer 4 war. Ja. Mein erster Gedanke war gerade, dass du bosnische Wurzeln hast. Ich verfolge deine Videos. Echt? Ja. Ich mag dich, du schreist aber. Ich schreie echt immer. Ja. Heute Gott sei Dank nicht. Ja, aber du bist nicht konvertiert. Nein? Wieso? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, bei dir ist halt die Chance da, dass du urchristlich warst, ne? Immer Weihnachten in die Kirche und so. Richtig geil. Hat dich irgendwann genervt und dann hast du dich aber damit befasst, ja, warum nervt mich das so? Was sind denn andere Religionen? Wie sind da die spirituellen Gedankengänge oder kann ich mich damit identifizieren? Und schwupps, immer hatte Moschee. dich der, ja, Moschee, ja, hatte dich der Islam. Geil. Dann die letzte Person. Hallo. Hallo. Coole Brille. Danke. Dito. Danke. Ich komme aus Salzgitter und da Ghetto. und da habe ich schon mehrmals beobachtet, kann ich ja jetzt mal am Rande droppen, dass Kopftücher sehr oft als Freisprechanlage auch verwendet werden. Man kann das Handy so reinstecken. Übel gut. Ja, aber bei mir, Du trägst es lockerer. ja, Warum? das gefällt mir einfach so. Bist du aus Berlin oder? Ja. Okay. Und hier aufgewachsen auch? Teils. Ich habe auch im Ausland gelebt. Im Ausland. Aber beruflich oder mit der Familie? Mit der Familie. Der Familie auch. So, diejenigen, die wirklich konvertiert sind, einmal jetzt die Hand hoch. Max, du guckst noch nicht. Okay, und jetzt? Das wäre ein Plot-Twist, oder? So heimlich, Der wär letzte krass. Woche. Ich will gar nicht, ehrlich gesagt. Wow, okay. Einiges falsch gemacht. Wow, alles sogar, ne? Sogar bei dir, wo ich noch am Überlegen war. Okay. Krass. Aber ich hatte 2 richtig. Das ist ein Anfang. Ja. Kann ich mich gerade überhaupt noch erinnern, was ich gesagt habe? Spannend. Auf jeden Fall, bei euch war ich bei beiden falsch, ne? Okay, Cool. Hi, ich bin Amira. Amira.
Bei mir hattest du schon richtig geraten. Ich bin schon immer. Genau. Okay. Bist du denn, sage ich mal, als dunkelhäutige Muslimin auch innerhalb der muslimischen, sage ich mal, Community auf Vorurteile gestoßen? Ja, natürlich. Also es gibt viele Muslime, die nicht mal wissen, dass es schwarze Muslime gibt. Ja, natürlich trifft man sehr, sehr, sehr oft auch auf Rassismus innerhalb innerhalb der muslimischen Community. Das heißt, dass zum Beispiel mein Vater, wenn er in der Moschee geht, sich einige nicht neben ihn stellen wollen beim Beten. Oder, aber ist das nicht ein Widerspruch eigentlich? Auf jeden Fall. Ja. Was denkst du über so einen Menschen, der freitags zum Gebet geht und sich, sag ich mal, als Moslem bezeichnet, aber sich neben einen, sag ich mal, Dunkelhäutigen nicht stellt? Also er hat auf jeden Fall etwas nicht verstanden, etwas Grundlegendes, ein Fundament des Islams nicht richtig verstanden. Hallo. Ich heiße Gelabish. Wie nochmal? Gelabish. 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 Ich heiße Maximilian Paul Karl-Heinz. Ich heiße Gelabish Kandula Zakeri. Ich bin mit 16 konvertiert. 16. Genau, und du lagst ja nicht ganz falsch. Im Iran sind die meisten tatsächlich Muslime, so, ne? Aber ich komme aus einem nicht-muslimischen Haushalt. Was halt bei Iranern außerhalb Irans sehr üblich ist, weil das oft Exil-Iraner sind, die aufgrund der Revolution geflohen sind. Klar, irgendwo kulturell islamisch geprägt so ein bisschen, aber ist das Salami schon war bei uns da und mein Vater hat auch mal ein Bier getrunken und so, also halt wirklich, ich könnte jetzt nicht behaupten, ich bin irgendwie muslimisch auf. Aber ist das schon konvertieren dann? Weil ich mich bewusst dazu entschieden. Und vorher, wenn man mich gefragt hat, habe ich auch gesagt, ich bin Atheist. Wie kam es dazu, dass du konvertiert bist? Eine Sache, die mich überhaupt auf den Islam wirklich gebracht hat, war halt Tatsache, dass immer, wenn ich in den Iran geflogen bin und Familie besucht habe, ist mir halt aufgefallen, dass die Muslime dort sehr anders sind als die Muslime, die ich aus Deutschland kenne. Und auch innerhalb Deutschland waren die Muslime auch sehr unterschiedlich. Und das hat mich halt sehr interessiert, weil ich dachte, das heißt immer der Islam, der Islam. So, was hat es eigentlich damit auf sich? So, was ist der Islam überhaupt? Und dann habe ich halt angefangen, mich darüber zu belesen und so und fand das halt sehr interessant. Um es jetzt mal ganz kurz zu fassen. Kenn ich. Ja. Und da hast du krass dir den Kopf gemacht mit 16. Ja, Oder voll. 15. Also ich war schon. Ich habe da nur gezockt. Ne? Das glaube ich dir. Das ist so schlimm. Ich bin Lisa und komme auch aus Berlin. Und du bist konvertiert? Ich bin konvertiert, genau. Also ja, mein Mann hat zwar den deutschen Pass, ursprünglich ist er aber nicht aus Deutschland. Ist, Wo kommt der? Palästinenser ist er. War immer schon sehr, sehr gläubig. Ich war auch ganz viel in der Kirche, auch dort aktiv. War auch dort im kirchlichen Kindergarten. Das war eine wundervolle Zeit. Aber irgendwann kam halt der Punkt, wo ich meine Religion nicht mehr erklären konnte. Dann in welchem Alter hast du das wieder gefragt? Das hat so mit 15. Dann habe ich halt so ein bisschen... Da habe ich gezockt. Immer noch, oder? Aber das ist ja kein Schritt, den man einfach mal so macht. Man steht einfach morgens auf und man denkt, okay, man geht halt in die nächste Moschee und konvertiert ist ja nicht so. Von meiner damals sehr guten Freundin ist der Bruder gestorben. Die waren Aleviten und da waren wir in diesem Gebetshaus. Und dann fing dann der Hodja am Ende dann an, aus dem Koran zu rezitieren. Und ich saß da, halt so Tränen überströmt und dachte mir so, ich kann das alles sagen. Und ich weiß eigentlich die ganze Zeit schon, was ich möchte. Und warum tust du es nicht? Und dann bin ich nach Hause, habe den Koran nochmal durchgelesen, habe dann die Shahada am Anfang am Telefon erstmal gemacht, weil ich es erstmal haben wollte. Und dann bin ich ein paar Tage später mein jetziger Mann und meine Schwiegermutter. Ah, okay. Und dann sind wir ein paar Tage später am Wochenende dann in die Moschee. Da ist meine Mutter auch mitgekommen, mein ehemaliger Stiefvater, und dann bin ich konvertiert. Enes ist mein Name, grüß dich. Hallo, ich bin der Maximilian Paul Karl-Heinz. Ja. Wir haben was gemeinsam. Ach. Ich habe auch einen Konvertiten in der Familie. Ja? Ja. Also Papa einfach über die Papa ist Eltern? Türke, so, ja, hat Stadt geschossen. Mama ist konvertiert. Weißt du, wie alt sie da war? 24, 25. Papa auf der Uni getroffen, TU Berlin. Und dann irgendwann konvertiert in den Mitte 80er. Ja. Und lass mich raten, bei dir denkt nie irgendjemand, dass du Muslim bist? Ach, mittlerweile mit dem Alter kommt es immer mehr hervor, aber früher als Kind sah ich natürlich viel asiatischer aus. Also würde ich heute keinen Bart tragen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu sagen, dass ich Muslim bin. Ja. Hallo nochmal. Hallo. Ich bin die Roxana. Roxana. Ich bin in Polen geboren und lebe seit meinem 6. Lebensjahr in Deutschland und auch in Berlin. Okay, wie kam es, dass du konvertiert bist? Ja, eigentlich so durch meinen Mann bin ich dann mit der Religion in Berührung gekommen. Ja, der hat mich gezwungen und ich musste das alles machen. Ich bin erstmal konvertiert, um die Eltern zu beruhigen. Also ich wollte dann meinen
damaligen Freund heiraten. Verstehe. Also wir wollten heiraten. Und dann war es ein bisschen hin und her, die wollten mich nicht. So grob gesagt. Obwohl du, ich vermute, jetzt katholisch aufgewachsen bist? Genau, ich bin katholisch aufgewachsen. Und trotzdem wollten sie dich nicht haben? Also meine Schwiegereltern wollten mich nicht. Die sind Muslime? Muslimisch, ja. Okay. Ja, und dann halt eben in Berührung damit gekommen, indem ich halt sehr viel gefragt habe, die ganze Familie, Verwandte, Bekannte, warum macht ihr dies, warum macht ihr das? Sich damit mehr und mehr auseinander. Genau, und da war einfach so, dass jede Frage, die mir beantwortet wurde, einfach so logisch für mich war, dass ich konnte zu keiner Antwort sagen, so, das ist ja voll unlogisch, wieso du das machst und so. Wenn dasselbe passiert, also einer vielleicht, du hast ja wie viele Kinder? 8. Davon sind... Alle mit Kreuz so drum? Du hast Sechslinge, ne, unter anderem. Wenn eines deiner Kinder sagt beispielsweise, das, was dir dann letztlich widerfahren ist, ich möchte einer anderen Religion angehören oder ich interessiere mich tatsächlich mit keiner, wie würdest du, das ist eine sehr doofe Frage, ich weiß, aber wie würdest du darauf reagieren? Mir ist wichtig, dass ich meine Kinder also auch alle Religionen beibringe, deswegen schimpfe ich auch immer, weil in der Schule ist dann immer entweder bist du jetzt bei Religion oder bei Lebenskunde, aber dass man halt nicht so komplett mal aufklärt, was gibt es alles für Religionen und wie sehen die aus. Und mir ist es halt wichtig, weil ich erzähle viel von meiner Kindheit, von Weihnachten, wie wir Weihnachten gefeiert haben. Meine Oma hat sich immer als Weihnachtsmann verkleidet und ihre Ringe haben sie immer verraten. Und ich habe es aber nicht gecheckt und mich gewundert, warum hat denn der Weihnachtsmann die Ringe meiner Oma an? Ja, und dann lachen sich die Kinder jedes Mal kaputt. Und deswegen ist mir wichtig, dass sie das wissen. Es gibt verschiedene Religionen und die sehen so und so aus. Und wir haben uns für diese Religion entschieden und halten das für den richtigen Weg. Und den versuchen wir natürlich unseren Kindern beizubringen. Oksana ist der Schmelztiegel aller Religionen hier in diesem Raum. Bei dir habe ich total falsch gelegen. Also ich bin eigentlich in einer polnischen Familie aufgewachsen, katholisch. Und mein Vater ist Serbe. In der Grundschule hat es eigentlich schon angefangen. Ich hatte in der Grundschule einen muslimischen Freund. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, da haben wir darüber gesprochen, wer ins Paradies kommt und wer nicht. Und er war der Meinung, nur Muslime kommen ins Paradies. Und ich war der Meinung, nur Christen kommen ins Paradies. Hat das irgendeine argumentative Grundlage gehabt von euch beiden? Also wir waren so 6, 7. Also nein. Ja, Mama hat gesagt. Gab es dann Tumulte in der Familie, als du die Entscheidung getroffen hast? Meine Mutter ahnt es wahrscheinlich, nur sie weiß es nicht ganz genau. Wie sie ahnt es? Dass ich Moslem bin. Sie weiß es gar nicht? Schon, also sie ahnt es, sie weiß es eigentlich, ja. Du hast es ihr noch nicht gesagt? Wir reden noch nicht so offen darüber. Ist das ganz frisch? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 23, ich bin mit 17 damals konvertiert, aber ich praktiziere noch nicht so lange. Ja, dann schicke ich deiner Mutter mal den Link von diesem Video. Bei vielen Konvertiten, so wie ich es beobachtet habe, war das so, dass die auch durch Freunde, sagen wir mal, konvertiert sind und ihnen dann einfach folgen. Sie versuchen nicht näher an Informationen zu kommen, sondern folgen blind jemand anders. Und so meiner Meinung nach ist es halt sehr wichtig, selber zu recherchieren, selber zu gucken, was ist wahr, was ist falsch. Ist es echt so, dass man das sagt, dass Konvertierte tendenziell dann eher extremistisch wären? Ja, meine Mutter wäre zum Beispiel so ein Fall. Sie würde denken... jetzt haben wir die Antwort. Ja, zum Beispiel, ja. Also das ist so die Diskussion. Natürlich würde sie jetzt nicht denken, dass ich in den Krieg ziehe. Aber sie würde sich dann schon denken, der würde da vielleicht was anderes machen, vielleicht irgendwas, was nicht legal ist in Deutschland. Also für mich wäre das jetzt so an deiner Stelle, du bewaffnest dich mit Wissen, so viel wie geht, und dann zeigst du deiner Mutter, dass diese Ängste komplett unbegründet sind. Richtig. Ja, dann los. Warum stehen wir hier nochmal? Hallo. Ich bin Rabia. Rabia, guck mal, hätte man denken. Und ich bin Türkin. Ohne Namen ist es so schwierig. Ja, und ich bin gebürtige Muslima. Ja. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist Deutscher und so mein Familienstammbaum ist auch stark durchmischt. Deswegen Leute können, glaube ich, meine Nationalität einfach gar nicht so wirklich erraten. Und Konvertitien kriege ich sehr oft. Okay. Und wie fühlst du dich auch dabei, wenn man dich sowas fragt? Ich habe mich dran gewöhnt. Ich komme auch, also dadurch, dass mein Vater konvertiert ist und sehr viele konvertierte Freunde hat und also ich persönlich mache es nicht so stark vom Aussehen abhängig. Ich frage mich das gar nicht so stark mehr, weil ich einfach mit so unterschiedlichen Menschen groß geworden bin. Ich finde die Geschichten von Menschen, die konvertiert sind, immer super interessant, weil sie eigentlich immer unterschiedlich sind. Merke ich, ja. Ja. Danke euch. Okay, wie fühlst du dich? Ich hatte keinen Bock, das rauszufinden irgendwie. Es gibt so viel anderes, über das man reden kann, so viel anderes, was man über Menschen rausfinden kann, bevor man
sich über sowas unterhält. Als ich noch in der Schule gearbeitet habe, ich glaube ein Dreivierteljahr lang wusste vielleicht nur eine Person in dem Kollegium, dass ich zum Islam konvertiert bin. So, weil es halt nie Thema wurde und ich es auch nie zum Thema gemacht habe. Weil das nicht relevant sein sollte für die Bewertung von irgendjemandem. Dass ich so falsch geraten habe, hätte ich nicht gedacht. Weil man geht dann doch, man will nicht auf Äußerlichkeiten eingehen, aber die ziehen einen dann doch schnell wieder an. Aber mir war das tatsächlich völlig neu, dass es wohl ein Vorurteil ist, dass konvertierte Muslime wohl eher extremistisch werden könnten. Für mich komplett neu, völliger Schwachsinn, also finde ich. Das hat mich echt heute witzigerweise am meisten vielleicht auch berührt, weil ich kann mir das mega, wäre ich konvertiert und gäbe es dieses Vorurteil über eine Entscheidung von mir, die eigentlich ja recht bewegend auch für mich ist und sehr wichtig, dann wäre ich darüber, glaube ich, einfach nur sehr sauer. So, ich fände, das wäre eine Riesenungerechtigkeit.